Was Ihre Familie während des Bürgerkriegs geleistet hat, soll nicht unbelohnt bleiben. Ich, Pharao Mentuhotep, erhebe Ihre Familie in den Rang eines Wesirs. In ganz Ägypten gibt es niemanden, dem ich mehr vertraue als Ihnen. Jetzt, da die beiden Königreiche Ober- und Unterägypten wieder vereinigt sind und die Hauptstadt Waset blüht, brauche ich Ihre Hilfe, um meine Position im ganzen Königreich zu stärken. Trotz der Wiedervereinigung flackern in Ägypten immer wieder Kämpfe auf, insbesondere in Gebieten, die einst den Herrschern von Hennesef treu ergeben waren. Um unsere neue Union zu festigen, möchte ich, dass Sie Kebet wieder aufbauen und verteidigen. Kebet soll eine glorreiche Stadt werden, die den Bürgern Ägyptens eindrucksvoll vor Augen führt, was unter meiner Herrschaft möglich ist. Die Stadt wird häufig von den verbliebenen Städten der Loyalisten angegriffen, zum Beispiel von Chmun. Achten Sie also darauf, die Grenzen der Stadt zu verteidigen. Die Hungersnot im Land ist nach wie vor groß. Häufig werden andere Städte Sie um Nahrungsmittel bitten. Verschließen Sie Ihre Ohren nicht vor Ihren flehenden Bitten. Ganz Ägypten soll meine Güte und die Ergebenheit meines treuen Wesirs rühmen. Ich weiß, ich verlange viel von Ihnen. Doch ich sehe niemanden in Ägypten, der sonst in der Lage wäre, diese schwierige Aufgabe zu erfüllen. Hallo, herzlich willkommen zu meinem Let's Play Pharao. Ich bin euer Dominus und wir spielen die Kampagne Kebet, Wiedervereinigung. Der Bürgerkrieg in Ägypten ist vorüber und ein neuer Pharao namens Mentuhotep regiert nun das geeinte Land und hat unsere Familie in den Stand des Wesirs erhoben, dem obersten Berater des Pharaos. Der Frieden in Ägypten ist allerdings brüchig, denn es flammen immer wieder neue Kämpfe auf, angefacht von den Loyalisten der Familien Hennesef. Um den Frieden zu sichern und die absolute Macht des neuen Pharaos zu demonstrieren, sollen wir Kebet wieder neu aufbauen und zu neuer Größe und Glorie verhelfen. Dabei soll die Stadt eine Bevölkerung von 7000 Einwohnern aufweisen, eine Wohlstandswertung von 45, eine Königreichswertung von 85, eine Kulturwertung von 40 und eine Monumentwertung von 14 sind zu erreichen. Unsere Stadt wird wohl häufig von den Loyalisten angegriffen. Wir müssen schnell eine große und schlagfertige Armee aufbauen. Neben dem Aufbau und der Verteidigung unserer Stadt werden wir wohl einige Forderungen nach Nahrungsmitteln von anderen ägyptischen Städten erhalten, denn es herrsche weiterhin eine Hungersnot. Ja, das hört sich wieder nach viel Arbeit an für uns und wir schauen uns die Karte einmal an. Ja, das ist also das, was von der stolzen und großen Stadt Kebet übrig geblieben ist nach dem Bürgerkrieg. Wir haben hier eine kleine Siedlung und jede Menge zerstörter Gebäude. Allerdings haben wir auch eine intakte Stadtmauer mit Stadttoren und bemannten Türmen. Ja, und hier im Norden der Siedlung haben wir sogar ein Fort für die Bogenschützen. Weiter hier im Süden haben wir ein zweites Fort für Bogenschützen und einen Drillplatz. Ja, und jeder Stadttor, das ist zerstört, das müssen wir relativ schnell wieder aufbauen. Gehen wir mal auf die östliche Landseite. Hier haben wir eine Insel, okay, und dann haben wir hier den großen östlichen Teil. Hier haben wir Gesteinsformationen, wo wir Gold und oder Kupfer abbauen können. Ja, und weiter hier im Norden haben wir weitere Gesteinsformationen. Und ganz im Norden hier haben wir nochmal die Möglichkeit, Gold und oder Kupfer abzubauen. Den fruchtbaren Nilschlamm können wir jetzt nicht so richtig erkennen, weil der Nil die Flächen bedeckt, aber man kann das hier an der hellblauen Fläche sehen. Das sind die Flächen, wo wir unsere Wälder anlegen können. Da haben wir, glaube ich, hier im Norden auch nochmal größere Flächen. Ja, genau. Schauen wir mal, was wir produzieren können. An Farmen haben wir Feigen- und Flachsfarmen.
Und wir können Fischerei betreiben. An Rohmaterial haben wir Ton, Granit, Edelsteine, Gold und Kupfer. Herstellen können wir Schmuck, Geschirr, Bier und Leinen. Wir haben 3 Gottheiten, die wir verehren können: Osiris, Re und Seth, wobei Osiris unser Schutzgott ist. Interessanterweise können wir in dieser Kampagne entweder für Osiris oder für Seth einen Tempelkomplex errichten. Ja, und Seth hat keinen Tempel, da sollten wir auch schnell Abhilfe schaffen. Als Monumente haben wir einen großen Obelisk und einen kleinen Obelisk. Allerdings können wir jetzt hier nicht sehen, wie viel wir insgesamt bauen müssen. Wenn dieses auch aus dem Intro nicht ersichtlich wird, haben wir folgende Möglichkeit. Beim Aufseher der Monumente können wir nicht nur sehen, was für Grabbeigaben wir auszuliefern haben. Hier unten in diesem Fenster können wir sehen, was wir an Monumenten errichten müssen. Und wir können sehen, dass wir einen großen Obelisken bauen müssen und 2 kleine. Und wir können sehen, was für Materialien wir brauchen. Für die kleinen brauchen wir 100 Blöcke Granit, das wissen wir schon. Für den großen brauchen wir 200 Blöcke Granit. Schauen wir mal, mit wem wir Handel treiben können. Kibet ist hier nördlich der Hauptstadt Vasset und es besteht schon eine Handelsroute nach Vasset. Vasset verkauft uns größere Mengen Granit, Ton, einfachen Stein, Geschirr, Kalkstein und Kupfer in geringeren Mengen, kauft bei uns geringere Mengen Feigen. Die Oase Karga verkauft uns größere Mengen Holz und geringere Mengen Gerste, kauft bei uns größere Mengen Fisch. Weit unten im Süden haben wir Buhen. Buhen verkauft uns jede Menge Gerste, Bier in größeren Mengen, kauft bei uns größere Mengen Holz und Kupfer und geringere Mengen Granit. Ja, und ganz weit im Norden haben wir keine weiteren Handelspartner. Ja, wir haben recht wenige Handelspartner und das einzige lukrative Exportgut ist tatsächlich Kupfer. Wir können zwar auch noch etwas Granit verkaufen, allerdings erbringt er nicht so viele Gewinne, aber wir können Goldminen errichten, um somit unsere Stadtkasse aufzufüllen. Was ist nun der Plan? Das Wichtigste ist die Sicherung der Stadt und das Rekrutieren neuer Soldaten. Wir werden hier in der Siedlung nur das Notwendigste herrichten, um dann relativ schnell auf die andere Seite des Nils zu siedeln. Wir werden sofort mit der Gold- und Kupferproduktion beginnen, werden dann hier ein Stadtgebiet errichten und später dann natürlich hier auch weiter siedeln. Wir brauchen für 7000 Einwohner im Minimum 3 große, voll entwickelte Wohngebiete. Hier können wir später auch Granit abbauen. Ja, und die Nahrungsversorgung werden wir dann mit Fischfang und mit dem Anbau von Feigen gewährleisten. So viel zum Plan. Beginnen wir nun mit dem Wiederaufbau der Stadt Kibet. Bevor wir jetzt neue Wohngebiete und Produktionsstätten auf der anderen Seite des Nils errichten, werden wir hier in unserer Altsiedlung noch ein paar Veränderungen durchführen. Wir haben ja einiges an Trümmergrundstücke hier, zerstörter Gebäude. Wenn wir mit der rechten Maustaste diese Trümmergrundstücke anklicken, kriegen wir die Information, was es mal war. Hier der Dynastiewohnsitz, das Gericht oder auch der Großstadtpalast. Diese Informationen sind allerdings noch zeitlich vorhanden. Klicke ich diese Grundstücke später nochmal an, ist die Information dann nicht mehr vorhanden. Ja, diese Gebäude bauen wir ja später in unserer neuen Stadt auf. Von daher lassen wir das jetzt erstmal so. Wir reißen allerdings das Gebäude ab, die wir nicht brauchen, wie zum Beispiel die Jonglierschule und auch das Konservatorium. Das Wichtigste ist, dass wir unsere Verteidigung hier vervollständigen bzw. verbessern. Wir haben noch kein Militär. Der einzige Schutz gegenüber Angreifer ist in dem Fall jetzt Türme. Von daher baue ich jetzt erstmal hier noch Türme auf.
So, dann haben wir das hier schon mal gut gesichert. Wir haben genug Arbeitskräfte und die Türme können uns erstmal helfen, Angriffe abzuwehren. Ja, und hier unten im Süden müssen wir natürlich das Stadttor erneuern. Und hier baue ich auch nochmal einen Turm. Ja, und wir haben hier den Drillplatz. Wir brauchen natürlich auch eine Akademie. Die möchte ich gerne direkt hier neben bauen. Von daher muss ich leider diesen Tempel der Osiris abreißen. Und wir kriegen eine gute Überschwemmung nächstes Jahr. Das ist sehr gut. So, dann können wir die Akademie direkt hier neben den Drillplatz bauen. Super. Ja, und den Tempel der Osiris bauen wir hier wieder auf. Wichtig ist auch beim Aufseher des Handels einmal hineinzuschauen. Wir haben hier nämlich Importe für Ton. Die sollten wir ausschalten. Und wir sollten auch das Gewerbe für Geschirr ausschalten und für Leinen. Das brauchen wir nämlich jetzt momentan auch noch nicht. Ja, und hier das Feld für Flachs können wir löschen. Und wir errichten natürlich Feigenfarmen. Damit haben wir, glaube ich, erstmal das Wichtigste hier in dieser Altsiedlung durchgeführt. Was wir noch errichten sollten, wären Polizeiposten, weil wir haben hier diese Siedlungen direkt an der Stadtmauer. Da kann hier ein Polizeiposten noch hin und dann bauen wir hier auch noch einen. Wir werden aber später diesen ganzen Bereich noch entsprechend umplanen. Ja, und was wir natürlich hier auch noch brauchen, ist ein Silo. Das werden wir hier errichten. Ja, und mit diesem Stand wandern wir auf die andere Seite des Nils und errichten dort unser erstes Wohngebiet. Damit unsere Siedler das neue Wohngebiet auf der anderen Seite des Nils erreichen können, müssen wir natürlich wieder Fährhäfen bauen. Und zwar einmal hier auf diese Seite und dann hier auf die andere Seite. Ja, wichtig ist, dass hier diese Insel natürlich auch besiedelt sein muss, damit die Fährhäfen besetzt sind. Und wir werden dann später hier eine kleine Siedlung auch errichten. Aber jetzt bauen wir erstmal hier auf dieser Seite unser erstes Wohngebiet. Unser erstes Wohngebiet ist hier konzipiert und wir legen jetzt erstmal wieder die Lage der Veranstaltungsorte fest. Hier kommt später unser Pavillon hin und hier unser Musikpavillon. Wir bauen die Basics. Wir parzellieren jetzt erstmal einen kleinen Teil. Wir haben relativ viel Arbeitslose aufgrund unserer Altsiedlung. Dann werden wir hier auch nochmal ein paar Parzellen ausweisen. Das reicht, glaube ich, auch dann. Ja, wir haben kaum noch Geld, aber wir haben genug. In unserem privaten Sparguthaben spenden wir der Stadt mal 2000 Deben. Weil wir fangen jetzt sofort an mit der Goldförderung. Wir sollten allerdings nicht vergessen, Seth einen Tempel zu bauen, der schon erzürnt ist. Das machen wir direkt hier in unserer neuen Siedlung. So, für die Goldförderung brauchen wir natürlich unseren Großstadtpalast. Der kommt hier hin. Ja, und dann bauen wir jetzt mal hier diesen Bereich voll mit Goldminen und 2 Kupferminen für den Export und der Waffenproduktion. Ja, trotz unserer 2000 Deben Spende haben wir kein Geld mehr. Unser Stadtpalast und auch unsere Goldminen sind so teuer. Was kriegen wir vom Pharao noch? Ach ja, damit können wir unsere Goldminen ganz schnell dann doch noch bauen. Ja, wir haben es geschafft. 2 Kupferminen und 5 Goldminen konnten wir jetzt hier errichten. Ich denke mir mal, damit haben wir jetzt schon mal unsere Stadtkasse etwas gesichert. Bei unserem Aufseher der Arbeitskraft stelle ich fest, dass Prioritäten schon vergeben worden sind. Die werde ich natürlich jetzt erstmal alle wieder löschen und neu vergeben.
Wir zahlen wieder etwas mehr Lohn und setzen die Steuern auf 0. Auch die Geschwindigkeit kann jetzt wieder auf 70% gestellt werden. Ja, und dann warten wir jetzt erstmal auf neue Bürger. Ja, unsere Parzellen sind alle besiedelt und ein Großteil unserer Betriebe sind auch schon in Produktion. Allerdings fehlen uns noch ein paar Arbeitskräfte, deswegen habe ich hier nochmal ein bisschen weiter Flächen parzelliert. Buhen ist der Handelspartner, der unser Kupfer und später auch unser Granit kaufen wird. Diese Handelsroute eröffnen wir und es ist eine Seeroute. Das Kupfer können wir sofort komplett verkaufen. Wir haben zwar ein Dock, ist aber hier an der verkehrten Stelle. Das reiße ich direkt mal ab und wir errichten es hier. Ja, und wir haben schon die Mitteilung, dass eine ägyptische Armee auf unsere Stadt zurückt und in 6 Monaten uns angreifen wird. Das fängt ja sehr früh an. Ja, wir errichten hier das Warenlager für Kupfer. Und wir werden später dann hier auch unsere Waffenproduktion starten. Die Waffen müssen ja dann über die Fährhäfen hier zu unserem Drillplatz gebracht werden. Ja, und wir haben mittlerweile schon 1000 Einwohner in unserer Stadt Kebet. Ja, der Arbeitsmarkt hat sich wieder etwas stabilisiert. Ja, und ich sehe, dass hier die Strecke natürlich ziemlich lang ist. Bis hier unser Dock entsprechend Arbeitskräfte hat, dauert das, glaube ich, ein bisschen. Wir werden mal hier unsere kleine Siedlung bauen. Ziehbrunnen und die Basics. Ja, wir bauen jetzt hier eine Werft. Oh, eine gute Überschwemmung für nächstes Jahr, das ist auch gut. Die Werft kommt hier hin und dann werden wir schon mal mit dem Fischfang beginnen. So haben wir schon mal 3 Fischereihäfen. Ja, in einem Monat werden wir angegriffen. Ich bin sehr gespannt, wie wir diesen Kampf bestreiten können. So, und das Silo errichten wir hier. Und dann werden wir jetzt auch schon mal ein Arbeitslager bauen. Das kann hier hin. Und dann können wir hier schon mal Feigenfarben weiter anlegen. Ja, es ist soweit. Wir werden von der ägyptischen Armee angegriffen. Wir schauen mal wo. Okay, ich sehe nichts. Ah, doch, dort. Von Norden her. Naja, ein paar Bogenschützen haben wir ja. Die werden wir mal hier platzieren. Hier haben wir noch gar nichts. Okay. Ja, schauen wir mal, wie wir das hier schaffen. Ja, ich hoffe mal, dass unsere Türme jede Menge von Feinden abhalten können. Ja, und da greifen sie jetzt schon an. Unsere Türme sind schon fleißig damit beschäftigt, hier die Feinde anzugreifen. Ja, da können wir sehen, wie sie unsere Mauern und Türme angreifen. Der Turm ist schon zerstört und unsere Bogenschützen kämpfen jetzt. Ja, großes Kampfgetümmel hier. Unsere Bogenschützen haben natürlich nicht so viele Chancen, aber da fliehen schon unsere Feinde. Und so wie es aussieht, haben wir den Angriff tatsächlich geschafft. Ja, wunderbar. Dank der Türme haben wir diesen Angriff geschafft. Gut, dann reparieren wir jetzt hier mal den Turm wieder, beziehungsweise bauen ihn wieder neu auf und wenden uns unserer Stadt wieder zu. Ja, ich bin mit meinen Feldern ja noch beschäftigt gewesen hier. Da haben wir jetzt unsere 6. Ja, und ihr seht, die Goldminen sind wirklich super. Die füllen unsere Stadtkasse immer gut auf. Ja, wir haben relativ viel an Arbeitslosen. Bauen wir die Gesundheitseinrichtungen. Arztpraxis hier. Dann können wir auch hier direkt den Bazar bauen.
Den stellen wir ein. Der kauft jetzt erstmal nur Nahrungsmittel. Ja, dann brauchen wir hier eine Arztpraxis. Hier. Ich habe jetzt hier schon mal unser zweites Wohngebiet konzipiert. Dann werden wir jetzt hier noch den Anschluss vom Dock hier rüber bauen. Aber können wir das erstmal hier noch eine Sperre errichten. Hier möchte ich jetzt meinen Festplatz errichten. Sehr schön. Und dann werden wir nämlich das erste Fest schon ausrichten. Ja, und für nächstes Jahr haben wir eine gute Überschwemmung. Sehr gut. Feiern wir ein Fest für Seth. Ich hoffe auf einen Segen. Ja, ich möchte das erste Fort für die Infanterie bauen. Das möchte ich hier errichten. Ja, und unser üppiges Fest für Seth. Dann reißen wir mal hier die Leinenwebereien ab und hier den ganzen Schutt. Ja, den Weg müssen wir hier wegnehmen. Den können wir bis dahin wegnehmen. Und ich glaube, das Arbeitslager müssen wir, glaube ich, auch neu bauen. Schauen wir mal. Wir können es dann doch bauen. Wir müssen natürlich noch hier den Fährhafen anschließen. Ja, bauen wir die Waffenschmieden. Die errichten wir hier. Da baue ich direkt 3 Stück. Und wir bauen ein Warenlager, was wir wieder brauchen für unsere Feigen. So, dieses Silo kann zur Hälfte Feigen fordern. Ja, jetzt werden Arbeitskräfte benötigt. Wir parzellieren mal hier den Rest, beziehungsweise ich baue jetzt erstmal hier meinen Pavillon. Und dann parzellieren wir hier den Rest. So. Ja, eine Töpferei brennt. Das macht aber auch nicht ganz so viel. Wir werden das hier sowieso alles abreißen, weil wir hier später unser zweites Fort für die Infanterie errichten werden. Jetzt werden wir aber erstmal einen zweiten Fährhafen bauen, um den Warenaustausch der beiden Landteile an 2 Stellen zu verteilen. Er kommt hier hin. Ja, und jetzt haben wir hier noch das Warenlager mit Geschirr und mit Ton. Das wollen wir natürlich nicht verschwenden. Wir bauen hier ein Warenlager auf. Wo Ton und Geschirr maximal gefordert werden kann. Dieses Warenlager stellen wir so ein, dass es geleert wird. Hier errichte ich auch ein Warenlager. Dieses Warenlager kann jetzt wie auf der anderen Seite die Feigen annehmen und dieses Silo wird Feigen fordern, zur Hälfte. Ja, damit dieses Warenlager hier auch Mitarbeiter hat, werden wir hier einen kleinen Teil im zweiten Wohngebiet parzellieren. Dann können wir auch direkt schon die Lage der Unterhaltungseinrichtungen festlegen und die Basics errichten. Ja, und die Sperre kann dann jetzt hier weg. Ja, und ihr seht, diese Altsiedlung wird nicht hundertprozentig versorgt. Da werden wir jetzt hier die Trümmer mal abreißen und hier einen zweiten Bazar errichten. Ja, und wir gönnen unseren Bürgern mal etwas Unterhaltung. Wir errichten eine Jonglierschule. Eine hier, ja, und eine hier. Und dann können wir hier auch eine Bühne bauen. Ja, wir brauchen jetzt Mitarbeiter, aber ich denke mir mal, das wird sich jetzt gleich etwas verändern. Ja, und ich würde hier bei unserem ersten Wohngebiet doch noch einen zweiten Bazar bauen. Die Versorgung ist ja noch nicht so hundertprozentig. Aber wir haben ja eine reiche Ernte. Ich denke mir mal, dass wir jetzt alle Bürger mit Nahrungsmitteln versorgen können. Ja, unser Warenlager mit Geschirr und Ton ist leer. Das kann jetzt abgerissen werden. Auch hier die kleine Siedlung kommt weg. Und wir bauen unser zweites Fort für die Infanterie.
Das ist sehr gut. Den Weg werden wir jetzt hier noch ein bisschen verändern. Ja, das mit dem zweiten Basar hat hier tatsächlich einiges gebracht. Unsere Siedlung entwickelt sich weiter. Wir bauen hier den Musikpavillon auf. Und wir können jetzt hier auch das Steuereintreiberbüro mal errichten und unsere Steuern erheben. 8%, das reicht. So haben wir neben dem Gold, was wir fördern, auch noch Steuereinnahmen. Das ist gar nicht so schlecht. Und wir haben mittlerweile schon 2000 Einwohner in unserer Stadt Quebec. Ja, und wir haben die Mitteilung, dass wieder eine ägyptische Armee auf unsere Stadt zumarschiert und in 6 Monaten uns erreichen wird. Ja, jetzt müssen wir gucken, dass wir unsere Infanterie gut ausgebildet bekommen. Ich würde gerne hier oben noch diese Kupfervorkommen erschließen. Dafür werde ich jetzt hier nochmal ein drittes Wohngebiet konzipieren und ein paar Parzellen ausweisen. Denn mit Kupfer können wir noch ganz gute Gewinne erzielen und später können wir hier sogar auch noch Granit abbauen. Ja, hier ist jetzt unser drittes Wohngebiet und die Orte der Unterhaltungseinrichtungen habe ich auch schon geplant. Wir parzellieren jetzt hier diesen Bereich und hier etwas. Ja, ich weiß, es gibt zu wenig Arbeit, das ändert sich gleich. Wir bauen hier schnell die Basics auf. Ja, und sobald hier alles besiedelt ist, werden wir die Kupferproduktion erweitern. Wir bauen jetzt hier schon mal ein Silo auf. Und ich werde hier ein Warenlager errichten. Das kann das Kupfer aufnehmen. Alles. Weil der Weg zwischen den Kupferminen und hier unserem Dock, wo das Kupfer verkauft wird, ist schon recht weit und so hat man das so ein bisschen gemittelt. Ja, in einem Monat ist es soweit. Wir werden angegriffen. Aber unser Fort mit der Infanterie ist gut gefüllt. Ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen werden. Ja, und es ist soweit. Die ägyptische Armee greift uns an. Wir schauen wo. Aha, wieder vom Norden, wieder an der gleichen Stelle. Geschwindigkeit runter. Ja, und dann platzieren wir mal unsere Infanterie genau hierhin. Bevor ich das mache, reiße ich aber jetzt hier nochmal die Statuen ab, damit wir hier ein freies Feld haben. Ja, dann schauen wir mal, wie wir diesen Kampf bestreiten. Ja, unsere Soldaten haben Aufstellung bezogen. Die Türme schießen schon aus vollen Rohren gegen die Bogenschützen der Feinde. Ja, die Bogenschützen der Feinde sammeln sich hier vor der Mauer und werden stark von unseren Türmen attackiert. Und ich glaube, sie sind schon auf der Flucht. Ja, da kommt auch schon die zweite Kompanie der feindlichen Infanterie. Oh, das ist aber wirklich jetzt doch schon etwas stärkerer Angriff hier. Mal gucken, wie lange unsere Türme und Mauern den Angriff noch standhalten können. Ja, sie sind jetzt durchgebrochen, aber genau da, wo unsere Infanterie steht. Wir werden jetzt mal hier direkt Feind in der Nähe angreifen. Und unsere Bogenschützen sollen schießen. Ja, aber die Musik hat sich schon wieder verändert. Oh, wie sind sie da durchgebrochen? Ja, unsere Infanterie wird jetzt hier die Reste der feindlichen Armee hoffentlich besiegen. Ja, letztendlich haben wir es jetzt doch geschafft. Ein schwerer Kampf. Nun ja, die Verluste sind schon erheblich. Wir schicken unsere Kompanien nach Hause. Können die Geschwindigkeit jetzt auch hier nach oben schrauben. Ja, und wir reparieren wieder unsere Mauer und platzieren wieder unsere Türme. Ja, diesen Angriff haben wir gut abwehren können. Ich hoffe mal, dass wir jetzt schnell unsere Forts füllen können. Ja, wenden wir uns wieder dem dritten Wohngebiet zu. Die Parzellen sind jetzt alle besiedelt und wir können unsere zusätzlichen Kupferminen bauen.
Gucken wir mal, wie viel wir hier bauen können. 3 Stück. Gut. Das Silo stellen wir mal so ein, dass hier auch Feigen gefordert werden zur Hälfte. Und dann errichten wir hier ein Arbeitslager. Und dann können wir nämlich hier auch schon Feigen anbauen. Ja, sehr gut. Dann errichten wir aber auch hier schon ein Warenlager für die Feigen. Ja, dann bekommen hier die 2 Wohngebiete natürlich auch noch die Arztpraxis. Wir haben immer noch jede Menge Arbeitslose und ich denke mal, wir werden nachher, wenn wir etwas mehr Geld haben, mit der Granitproduktion beginnen. Und wir müssen natürlich unsere ersten Transportschiffe bauen, um unsere Truppen hin und her zu transportieren. Ja, und jetzt, wo wir hier oben gesiedelt haben, müssen wir auch hier diese Grenze mit Mauern und Türmen schützen, denn wenn wir hier angegriffen werden, dauert das ziemlich lange, bis unser Militär hier oben platziert ist. Beginnen wir mit dem Transporthafen. Wir benötigen die Handelsroute zur Oase Karga, um das Holz zu importieren. Das ist eine Landroute. Ja, und das Holz importieren wir 200 Einheiten, das sollte reichen. Dieses Warenlager hier für Kupfer und Waffen kann das Holz annehmen. So, und jetzt müssen wir erstmal warten, bis wir wieder etwas Geld in der Stadtkasse haben. Und dann errichten wir die ersten Transporthäfen. Ich möchte hier einen Transporthafen bauen, dann ist der Weg hier zu diesen Forts nicht ganz so weit. Dafür versetzen wir den Fischereihafen, nämlich hier. Und dann kann dieser hier schon mal abgerissen werden. So, wir haben jetzt wieder genug Geld. Bauen wir den ersten Transporthafen. Den zweiten Transporthafen bauen wir hier. Dann können wir hier die Soldaten von diesen Forts gut über den Nil transportieren. Wir errichten ein Konservatorium. Das kann hier hin. Ja, und wir sollten hier diesen Bereich versuchen, etwas zu verbessern. Wir errichten hier noch einen Bazar. Und nochmal eine zusätzliche Zisterne. Ja, und ihr seht die zusätzlichen Kupferminen, mal eine gute Entscheidung. Unsere Stadtkasse erholt sich jetzt wirklich sehr gut. Wir errichten jetzt unsere Granitsteinbrüche. Die möchte ich hier hinbauen. Fünf Stück. Und dann brauchen wir natürlich noch die Lagerweiser. Für Granit, da baue ich direkt 4 Stück hier hin. Wir brauchen hier jede Menge für unsere Obelisken und ich bin froh, dass wir den Granit dafür selber herstellen können. So, und die werden alle eingestellt. Für Granit. Ja, hier im Silo sind jetzt auch schon Feigen eingelagert. Dann können wir hier bei den beiden Stadtgebieten auch die Basare bauen. Ja, unser erstes Transportschiff ist gebaut. Errichten wir den zweiten Transporthafen. Ja, und das Übersetzen von Truppen mit den Transportschiffen ist immer eine heikle Geschichte. Ich weiß nicht, wie eure Erfahrungen da sind. Mit der rechten Maustaste kann man das Transporterschiff anklicken. Wir haben hier die Befehle des Transportschiffes. Einmal die Position halten, das Schiff bleibt an seiner Stelle, kann aber auch sein, dass es dann beim Angriff zerstört wird. Gegner ausweichen, das Schiff versucht allen Feinden entsprechend aus dem Weg zu gehen. Das ist hier der wichtigste Befehl, an Bord gehen. Mit diesem Befehl können wir die Soldaten der Kompanien auf das Boot bringen. Das funktioniert nicht immer so, weil man muss eine richtige Stelle am Ufer finden, dass dieser Befehl auch tatsächlich
aktiviert wird bzw. durchgeführt wird. Ja, hier können wir das Schiff zur Werft bringen, auch wieder zurück zum Hafen. Ich demonstriere das einmal. Anklicken und dann kann man hier direkt auf das Fort klicken. Da sehen wir dieses Zeichen, das Boot mit den Soldaten. Wenn wir das hier anklicken und wir haben die richtige Position gefunden, sehen wir, wie das Emblem der Kompanie auf diesem Boot zu sehen ist. Ja, und dann, wenn die Soldaten auf dem Boot sind, können wir hier auf der Stelle klicken, wo die Soldaten wieder vom Boot gehen sollen. Ja, schön, die Flut bleibt aus, weil in Afrika eine Dürre herrscht. Naja. Hier mit der linken Maustaste draufklicken, macht sich das Schiff auf den Weg und wird hier unsere Soldaten an Land bringen. Und ihr seht, das braucht auch eine Zeit. So, automatisch sind jetzt hier unsere Soldaten auf der anderen Seite. Man kann auch mit der linken Maustaste das Schiff aktivieren. Ihr seht dann halt dieses Symbol und dann gehe ich hier wieder auf die Soldaten. Dann ändert sich das Symbol mit der Person und dem Schiff. Klicke ich hier wieder mit der linken Maustaste. Gehen meine Soldaten wieder auf das Schiff und dann wieder hier auf diesen Bereich entsprechend klicken. Und dann werden unsere Soldaten wieder auf die andere Seite transportiert. Das ist also eine große Klickerei. Oh, wir haben einen verschlechterten Handel mit Gerste. Die Stadt Buhen kann nicht mehr so viel verkaufen. Okay. Ja, dementsprechend wird auch der Preis höher. Ja, Gerste brauchen wir jetzt noch nicht, ist nicht ganz so dramatisch. So, und dann kann man die Soldaten wieder zu ihrem Fort schicken. Und das Boot kann auch entsprechend wieder zum Heimathafen. Also, da braucht man schon ein bisschen Zeit, bis man seine ganzen Kompanien auf die andere Seite des Nils gebracht hat. Ja, wir haben jetzt genug Geld erwirtschaftet. Wir bauen jetzt hier unsere Mauer. So, direkt schon doppelt. Ja, und dann würde ich sagen, bauen wir hier 4 Türme. Anfang und Endpunkt und dann hier so. Oh, bisschen zu viel gebaut hier, sind im Minus. Ja, spenden wir noch mal ein bisschen was. 1000 Deben. Wir sollten auch jetzt bald mal meinen Dynastiewohnsitz bauen, damit ich wieder ein bisschen Gehalt bekomme. Dann müssen wir noch die Straße bauen. Ja, unsere Granitproduktion läuft hier auf vollen Touren. Wir können übrigens etwas Granit verkaufen. So, Export, alles das, was da ist. Der Weg ist recht weit zu unserem Handelshafen, von daher gehe ich aus, dass wir nicht so viel Granit verkaufen. Buhen kauft auch nur 15 Blöcke, das ist auch nicht sehr viel. Ja, ich habe beschlossen, hier auf der Ostseite die Mauer mit zusätzlichen Türmen noch zu verstärken. Und eine hervorragende Überschwemmung für nächstes Jahr. Super. So, wenn jetzt hier der Feind kommt, dann wird er aber in einem Pfeilhagel empfangen. Aber die Türme müssen jetzt erstmal auch bemannt werden. Ja, und wir werden in 6 Monaten wieder von einer ägyptischen Armee angegriffen. Ich hatte es bereits in anderen Militärkampagnen erwähnt, aber gerade hier bei dieser Mission ist es wichtig zu wissen, wo der Feind angreift, da wir gegebenenfalls unsere Truppen auf die andere Landseite transportieren müssen. Also wenn die Ankündigung eines Angriffes kommt, das Spiel speichern, schauen, wo der Feind angreift und das Save Game nochmal neu laden und die Truppen entsprechend vorher positionieren. Das habe ich jetzt hier gemacht und dieser Angriff, der jetzt kommt, wird tatsächlich auf der Ostseite vom Norden her erfolgen. Das heißt, wir müssen unsere Truppen tatsächlich auf die andere Seite des Nils bringen. Das muss früh genug erfolgen. Der Angriff erfolgt im April, das heißt im Februar müssen wir spätestens mit dem Übersetzen unserer Truppen beginnen. Aber ich denke, wir sind ganz gut vorbereitet. Wir haben wieder etwas Geld. Ich baue das nächste Fort für die Infanterie.
das kommt hier zu unserem Stadtpalast. Und mittlerweile haben wir 3000 Einwohner in unserer Stadt. Wir sollten aber auch neben dem Heer auch noch eine Kriegsflotte aufbauen. Leider haben wir nicht so viele Plätze, wo wir unsere Kriegshäfen bauen können. Hier wäre einer. Da müsste ich den Fischerhafen nochmal versetzen. Der kann dann jetzt hier hin. So, und dann muss auch noch der Schrein und die Feuerwache weg. Und dann errichte ich hier schon mal einen Kriegshafen. Und wir haben einen verbesserten Handel. Vasette möchte mehr Feigen kaufen. Gut, die produzieren wir zwar, aber verkaufen wir nicht. Bauen wir noch schnell den Schrein der Osiris nach und die Feuerwache. Ja, und es ist Februar. Wir werden die Geschwindigkeit jetzt einmal nach unten setzen und die ersten Befehle erteilen. Also dieses Transportschiff wird jetzt hier diese Soldaten aufnehmen. Und dieses Schiff diese Soldaten. Sehr schön, dann kann jetzt unsere Soldaten hier hingebracht werden. So, und hier die Bogenschützen, die können jetzt schon mal hier hingehen. So, beide Kompanien der Infanterie sind jetzt auf der anderen Seite. Dieses Schiff kann jetzt hier diese Bogenschützen abholen. Und dieses Schiff gleich hier, wenn die Bogenschützen ihre Stelle erreicht haben. Dann können wir erstmal das Boot dahin bringen. Ja, und unsere Infanterie kommt natürlich hier hin. Ja, noch ein Monat bleibt uns, bis uns die ägyptische Armee angreift. Ich bin noch damit beschäftigt, unsere Truppen überzusetzen. Ja, es ist soweit. Die feindliche Armee greift an. Ja, leider sind nicht alle unsere Türme besetzt, aber wir schauen mal, ob wir das jetzt trotzdem schaffen. Oh, was für eine große Armee hier uns angreift. Das ist wirklich Wahnsinn. Aber unsere Türme sind jetzt alle besetzt und sie schießen aus vollen Rohren. Da sind sie jetzt durchgebrochen. Ja, sie greifen das jetzt immer erst die Türme an. Okay. Das greifen sie von der Seite an. Ah, sie wollen den anderen Turm auch noch zerstören. So, ihr könnt schon mal hier raus und könnt die Bogenschützen niedermachen. Ja, kämpft, was das Zeug hält. Ja, die Musik hat sich schon wieder verändert. Und wir haben es tatsächlich geschafft. Das gibt es doch nicht. Das war so ein starker Kampf gewesen. Okay, ihr könnt sofort zurück. Alle zurück hier. Wir haben den Kampf geschafft. Fantastisch. Und noch relativ viel an Soldaten übrig. Okay, das war ein harter Kampf gewesen. Ich bin super froh, dass wir das so gut geschafft haben. Unsere Soldaten sind wohlbehalten in den Forts hier zurück und können nun sich regenerieren. Und neue Soldaten können rekrutiert werden. Und wir haben unsere erste Forderung nach langer Zeit. Menefer fordert 1300 Eimer Fisch in 9 Monaten, weil eine Hungersnot herrscht. Okay, dann bauen wir doch noch ein paar Fischerhäfen. Hier kann einer hin und hier. Ja, und dieses Warenlager kann den Fisch fordern. Dafür müssen wir aber die Kapazität, die wir an Feigen einlagern, hier minimieren, sonst passt das nicht. Ja, und den Fisch müssen wir natürlich hamstern. Ja, und ich denke, wir haben im Moment relativ viel Geld in unserer Kasse. Bauen wir auch unsere 2 weiteren Kriegshäfen. Einer kommt hier hin. Ja, und der dritte hier. Dann haben wir jetzt schon 3 Kriegshäfen. Ich möchte aber insgesamt 5 haben. So, hier
Und hier haben wir noch die Möglichkeit, Kriegshäfen zu bauen. Das wäre das außerhalb unserer Stadt. Deswegen werde ich hier diese Mauer jetzt nicht mehr mit Türmen versehen, sondern werde hier eine Straße rausbauen. Und dann kann hier ein Stadttor rein. Dann werden wir eine kleine Siedlung errichten, damit der Kriegshafen auch Zugang zum Arbeitsmarkt hat. Aber das machen wir dann etwas später. Ja, und die Flut droht auszubleiben, da wieder in Afrika eine Dürre herrscht. Ja, ihr bekommt ja in 6 Monaten euren Fisch. Ja, solange wir auf den Fisch warten, verschönern wir noch hier unser erstes Stadtgebiet etwas. Den Fisch haben wir im Warenlager. Sehr gut. Sofort verschicken. Und dann können wir hier auch das Warenlager wieder umstellen und den Fisch wieder nutzen. So, dieses Silo soll aber jetzt nur noch die Hälfte an Fisch aufnehmen. Und es ist nachher komplett voll mit Fisch. Das gleiche machen wir hier auch. Ja, errichten wir jetzt auch mal meinen Dynastiewohnsitz. Der kommt hier hin. So. Ja, und dann wird es auch mal Zeit, dass wir unseren Tempelkomplex für Osiris bauen. Wir könnten zwar auch für Seth einen Tempelkomplex bauen, aber ich werde den Tempelkomplex unserem Schutzgott widmen. Sehr schön. Ja, das Fort hier hat natürlich einen sehr schlechten Einfluss auf die Attraktivität. Da werden wir jetzt mal hier mittlere Statuen bauen. So, dann werden wir das hier auch ein bisschen anders bauen. So, und zwar brauchen wir ja auch noch unsere Gilden. Wir bauen eine Zimmermannsgilde und 2 Steinmetzgilden. Ja, und wir haben die nächste Forderung. 2800 Einheiten Feigen für die Oase Kanga. Dort herrscht jetzt eine Hungersnot und wir haben 9 Monate Zeit, diese zu erfüllen. Ja, leider fehlt uns etwas an Feigen. Ja, und wir werden schon wieder in 6 Monaten angegriffen. Ein verschlechterter Handel mit der Stadt Wuhan. Hier wird weniger Bier verkauft. Dementsprechend steigen auch die Preise dafür. Wir werden jetzt hier erstmal noch ein paar Türme bauen, um hier unsere Zufahrt in unsere Stadt auf dem Seeweg zu sichern. Ja, ich wollte noch einen Kriegshafen hier errichten. Mit einer kleinen Siedlung. Ja, ihr müsst euch noch etwas gedulden mit euren Feigen. Und der Pharao fordert Waren. 21 Einheiten Waffen in 9 Monaten. Naja, Waffen haben wir, glaube ich, relativ viel im Warenlager. Tatsächlich 24. Die können wir direkt verschicken. Das ist ja super. Ja, und wir sollten hier auf dieser Seite auch nochmal ein paar Türme bauen. Ja, und wieder kein Geld mehr. Aber ich glaube, die Investition hat sich gelohnt. Wir haben trotzdem Schulden. Das ist jetzt egal. Und wir feiern für Seth doch nochmal ein Fest. Wer weiß, vielleicht kriegen wir noch einen Segen. Ja, und wir werden unserer Stadt nochmal Geld spenden. Ja, die Feigen sind jetzt im Warenlager. Die verschicken wir auch sofort. Ja, und dann hoffe ich, dass wir jetzt den nächsten Kampf auch wieder gut überstehen. Ja, 1 Monat bleibt uns noch. Auch hier weiß ich natürlich, wo der nächste Angriff erfolgen wird. Nämlich hier, deswegen haben wir hier auch nochmal die Türme gebaut. Wir werden jetzt hier dieses Fort mit der Infanterie rüberbringen. Ja, und unsere Flotte werden wir schon mal hier positionieren. Ja, es ist soweit. Die ägyptische Armee greift erneut an. Ja, und ein verbesserter Handel. Vasset möchte mehr Feigen kaufen. Das interessiert uns jetzt im Moment gar nicht.
Und es kann eine Handelsroute eingerichtet werden nach Mennefer, da wir den Fisch zur Verfügung gestellt haben. Okay. Und ein üppiges Fest für Seth. Naja, der Segen kommt wohl zu spät. Ja, und wir haben tatsächlich hier eine Kriegsflotte, die uns angreift. Die Geschwindigkeit mal ganz runter. Ja, aber unsere Türme sind hier besetzt. Das ist sehr gut. Allerdings haben wir hier 5 Kriegsschiffe, aber wir haben die Türme noch, die uns eventuell helfen können. Ja, und wir haben hier eine große Armee, die uns jetzt hier angreift. Hier diese Tempel stören mich. Die müssen wir jetzt mal versetzen. Ich brauche ein freies Feld. Ja, hier wird schon kräftig gekämpft. Schauen wir mal, ob das hier funktioniert. Ja, und hier stellt sich gerade unser Heer auf. Ja, leider sind unsere Türme nicht so besetzt, wie ich mir das gehofft habe. Ja, und die sind auch schon durchgebrochen. Ja, die Geschwindigkeit sollte ich auch mal ein bisschen reduzieren. Ja, und erneut kämpfen wir hier um das Überleben unserer Stadt Kibet. Ja, jetzt haben wir wieder einen verbesserten Handel mit Gerste. Die Oase Karaga verkauft davon jetzt mehr, da wir die Feinden geliefert haben. Naja, okay. Wollen wir erstmal schauen, ob wir überhaupt Gerste jemals brauchen. Wenn wir hier diesen Kampf nicht gewinnen. Es ist sehr nett, dass die feindliche Armee immer noch etwas auf Distanz bleibt. Ja, und ein kurzer Blick hier auf unsere Kriegsflotte zeigt, dass wir den Angriff der feindlichen Marine getrotzt haben. Sehr gut. Dann können wir euch da auch direkt schon zurückschicken. Ja, hier wird weiter kräftig gekämpft und ihr seht, was da noch an feindlichen Soldaten auf uns zukommt. Es lohnt sich jetzt nicht, die feindlichen Bogenschützen anzugreifen, weil dahinter noch die feindliche Infanterie ist. Ja, die feindlichen Bogenschützen greifen hier unsere Infanterie an. Das ist natürlich fatal, weil sie nicht so stark sind. Ja, und die feindliche Infanterie verharrt noch. Das ist sehr gut für uns. Nun haben sie den anderen Turm auch schon zerstört. Aber da mache ich mir jetzt erstmal keine großen Sorgen. Wie gesagt, die feindlichen Bogenschützen sind nicht so stark. Viel stärker ist jetzt hier die Infanterie, die auf uns zukommt. Der nächste Turm ist gefallen, aber wir haben hier noch unsere gesamte Infanterie und unsere Bogenschützen. Wir haben kaum Verluste. Wir kämpfen hier weiter. Es ist ein großes Schlachtgetümmel hier und ich bin wirklich gespannt, ob wir hier den Sieg erringen können. Ja, schaut euch das an. Es ist ein wildes Gemetzel hier. Ich erkenne nicht mehr viel. Ja, die letzten Feinde fliehen. Hier kämpft noch einer gegen unser Stadttor, wird aber gerade von den Türmen niedergemacht. Okay, wir haben diesen Kampf gewonnen. Allerdings zu einem hohen Preis. Wir haben überhaupt keine Soldaten mehr, beziehungsweise nur noch wenige. Ja, ich hoffe, dass das jetzt der letzte Angriff gewesen war. Ja, Arbeitskräfte werden jetzt benötigt. Wir werden jetzt mal uns um unsere Stadt kümmern. Erstmal hier die Mauer wieder schließen. Wir parzellieren jetzt mal hier dieses Wohngebiet komplett. Bauen hier den Pavillon auf. Ja, und da wir auch genug Granit schon im Warenlager haben, bauen wir unseren ersten Obelisken. Einen kleinen. Und zwar hierhin. Ja, jetzt kommt der Segen von Seth, der unsere Feinde niederstreckt, die unsere Stadt überfallen werden. Ich hoffe mal, das war es jetzt mit den Angriffen gewesen. Wenn jetzt noch ein Angriff kommen sollte, werden wir wohl dieses nicht mehr schaffen. Ja, und wir bekommen die Mitteilung, dass der Pharao militärische Hilfe bei uns fordert. Und zwar bei der Stadt Chemun.
Innerhalb der nächsten 9 Monate, aha, das ist eine Seestreitkraft, die Chmoon angreift, und zwar eine mittlere Truppe. Ja, wir haben unsere 4 Schiffe. Ich hoffe mal, das reicht. Und die schicken wir direkt los. Ja, jetzt müssen wir aber auch tatsächlich mal mit unserer Stadtentwicklung weitermachen. Wir werden jetzt mit der Geschirrproduktion beginnen. Dafür bauen wir uns jetzt mal hier 2 Tongruben. Und unsere 4 Töpfereien. Gegebenenfalls bauen wir noch eine Tongrube hier noch auf. Mal gucken, ob es reicht. So, dieses Warenlager hier kann jetzt das Geschirr komplett annehmen. Das ist alles gut. Den Granit werde ich jetzt nicht mehr verkaufen. Den brauchen wir jetzt für unsere Obelisken. Ja, und wir haben ja eine Handelsroute nach Mennefer, die wir eröffnen können. Und Mennefer kauft Schmuck. Das ist natürlich gar nicht so schlecht. Die eröffnen wir mal direkt. Eine Seeroute. Und dann können wir jetzt auch noch jede Menge Schmuck produzieren. Hier haben wir die Möglichkeit, unsere Edelsteinminen zu bauen. Da fangen wir doch mal direkt mit an. Wir bauen hier das Warenlager für den Schmuck. Direkt an unserem Dock. Und dann errichten wir hier unten die Juweliere. Ja, und unsere Juweliere arbeiten schon. Dann können wir auch komplett den gesamten Schmuck verkaufen. Ja, und hier können wir eigentlich auch noch ein paar Granitsteinbrüche bauen. So 2 Stück. Dann bauen wir hier noch ein Warenlager für Granit. Ja, und die Rückkehr der Helden. Wir haben den Kampf gewonnen. Wir waren erfolgreich bei der Schlacht bei Chmoon. Ja, und wir haben die weiteren 100 Blöcke Granit im Lager. Bauen wir unseren zweiten kleinen Obelisken, der natürlich dann jetzt hier hinkommt. Ah, interessant. Wir können immer nur einen Obelisken erst fertigstellen. Okay, gut. Bauen wir hier noch 2 Warenlager hin. Für Granit, aber wir brauchen ja noch 200 Blöcke für den großen Obelisken. Ja, ich fülle hier das Zentrum des ersten Stadtgebietes schon aus. Ja, und ein Einbalsamierungshaus brauchen wir nicht für die Kulturwertung hier. Wir können hier noch eine Arztpraxis bauen. Ja, und hier die Mitteilung, dass die Stadt Chmoon erobert wurde und dass das Einflussgebiet von Ägypten erweitert wurde, da wir die Truppen zur Verfügung gestellt haben und diese auch erfolgreich waren. Ja, schauen wir mal, ob wir Chmoon als Handelspartner gewinnen können. Ah, nein, können wir nicht. Okay. Ja, wir haben ja hier noch ein Gebiet, was wir landwirtschaftlich nutzen können. Ich wollte ja hier noch einen Kriegshafen aufbauen. Das mache ich jetzt. Ja, und wieder nur eine durchschnittliche Überschwemmung. Um die Götter werden wir uns nachher mal kümmern. So, dann haben wir hier unsere kleine Siedlung. Dann werden wir jetzt hier natürlich auch die Arztpraxis noch bauen. Ja, und eine Sperre kann hier aber auch hin. Und dann werden wir nachher hier noch ein Arbeitslager errichten und dann kann hier auch entsprechend Feigen angebaut werden. Ja, jetzt wo wir den weiteren Kriegshafen gebaut haben, möchte ich diesen hier abreißen und hier noch ein Dock bauen. Ja, ich glaube, wir können noch ein paar Edelsteinminen bauen. Dafür müssen wir aber hier, glaube ich, mal eine Verschönerung durchführen. Erstmal bauen wir hier nochmal einen Musikpavillon auf. Und dann werden wir hier nochmal Verschönerung durchführen. So, dann gehen wir hier einmal hier rum. Ja, jetzt werden Arbeitskräfte benötigt, aber ich denke mir mal, das wird sich jetzt hier gleich ändern.
Ja, hier werden wir auch den zweiten Basar schon bauen. Ja, und der erste Obelisk ist fertiggestellt. Jetzt können wir den zweiten bauen. Ja, das sieht doch sehr schön aus hier. Ja, wir können jetzt hier in diesem ersten Wohngebiet tatsächlich auch jetzt Geschirr freigeben. Ja, wir werden mal für Re und für Seth nochmal einen Tempel bauen. Das können wir hier in dem dritten Wohngebiet machen. Ja, und wir parzellieren jetzt auch dieses dritte Wohngebiet komplett. Und dann sollten wir uns tunlichst um die Nahrungsmittelversorgung kümmern. Die Ernte, die jetzt kommt, ist ja nicht so üppig. Halten wir ein Fest ab für Osiris. Ja, und wir bekommen die Mitteilung, dass wir nächstes Jahr eine optimale Überschwemmung bekommen, da der Monsun in Afrika bald einsetzen wird. Das ist sehr schön. Da werden wir doch mal direkt den Tempelkomplex für Osiris fertigstellen mit dem Altar des Sobek und dem Orakel des Min. Ja, nun können wir tatsächlich die Handelsroute nach Khumun eröffnen, da wir diese Stadt erobert haben. Das ist sehr schön. Schauen wir mal, was wir mit Khumun handeln können. Khumun verkauft uns geringe Mengen Leinen und einfachen Stein, kauft bei uns jede Menge Geschirr, größere Mengen Papyrus und geringe Mengen Holz. Gut, die Handelsroute eröffnen wir. Übrigens auch eine Seeroute. Gut, dass wir jetzt ein zweites Dock gebaut haben. Ich möchte aber erstmal die Nahrungsmittelversorgung hier aufbauen. Deswegen baue ich jetzt hier an dieser kleinen Siedlung noch 2 Arbeitslager. Dann können wir nämlich hier den fruchtbaren Schlamm auch entsprechend bewirtschaften. Wir bauen hier einen Tempel für Osiris. Ja, und sobald das Wasser sich zurückgezogen hat, werden wir unsere Felder errichten. Auch an den anderen Bereichen werden wir weitere Felder bauen, damit wir unsere Bevölkerung auch ernähren können. Das Wasser zieht sich schon zurück und ein verbesserter Handel mit der Stadt Wuhan. Wir können mehr Bier kaufen. Okay, das machen wir als nächstes, aber jetzt bauen wir erstmal Felder. Ja, diesen Bereich haben wir komplett jetzt mit Feigenfarmen versehen. Hier können wir auch noch ein paar Feigenfarmen bauen. Ja, und Bier wird billiger, das ist sehr nett. Gut, hier haben wir auch jetzt alles entsprechend mit Feigenfarmen versehen. Ich glaube, das reicht jetzt erstmal. Und wir haben die 5000 Einwohner-Marke geschafft. Ja, hier unsere kleinen Siedlungen, da kann jetzt auch mal hier nochmal ein Tempel gebaut werden. Und wir werden hier jeweils auch nochmal einen Turm errichten zum Schutz. Ja, und Osiris ist zufrieden mit uns. Die nächste Überschwemmung wird perfekt sein. Das sollte unsere Nahrungsmittelproduktion ganz schön boostern. Ja, damit sind unsere Siedlungen hier außerhalb der Stadt auch jetzt gut ausgebaut und versorgt. Ja, und wir haben einen verbesserten Handel wieder mit Gerste und der Stadt Wuhan. Ja, beginnen wir mit der Bierproduktion. Dafür brauchen wir nochmal Warenlager. Einmal für Bier. Und einmal für Gerste. Ja, und dann importieren wir mal 1000 Einheiten. Und errichten jetzt hier fünf Brauereien. Ja, und auch Gerste wird jetzt günstiger.
Sehr schön. Ja, hier in diesem Bereich kommt unser Unterhaltungszentrum rein. Mit Tanzschulen, auch nochmal Jonglierschulen. Ja, es werden jetzt Arbeitskräfte benötigt, ja. Dann können wir jetzt hier auch in diesem Bazar das Geschirr freigeben und hier mal ein paar Verschönerungen durchführen. Ja, so schnell kann sich ein Wohngebiet verändern. Wir haben hier die Mitte jetzt mit Dienstleistungsgebäuden vollgebaut. Ja, und der zweite Obelisk ist fertig. Wir warten jetzt, dass wir die 200 Blöcke Granit zur Verfügung haben und können den großen Obelisken bauen. So, dieses Warenlager hier wird jetzt Bier und Geschirr fordern. Jeweils immer ein Viertel, damit wir hier dieses Wohngebiet auch entsprechend entwickeln können. Ja, kümmern wir uns hier noch um unsere kleine Altsiedlung. Da werde ich jetzt mal hier den Turm hier entfernen. Dann können wir den Turm nochmal hier bauen. Ja, damit haben wir hier unsere Altsiedlung, glaube ich, auch sehr gut weiterentwickelt. Wir müssen mal gucken, ob wir hier die Wohngebäude auch maximal entwickeln müssen, um auf die 7000 Einwohner zu kommen. Mittlerweile haben wir die 200 Blöcke Granit im Warenlager. Wir können den großen Obelisken bauen. Der kommt jetzt genau hier hin. Wunderbar. Ja, entwickeln wir hier das dritte Wohngebiet auch entsprechend weiter. Wieder eine geringe Überschwemmung das nächste Jahr. Das wechselt hier immer ziemlich häufig. Aber unsere Silos bzw. Warenlager sind alle voll. Das sieht aber eigentlich soweit ganz gut aus. Da mache ich mir jetzt keine Gedanken. Ich stelle allerdings doch fest, dass wir für die Kultur Einbalsamierungshäuser brauchen. Wir können zwar den Leinen entsprechend selber herstellen, ich importiere ihn aber jetzt. 1000 Einheiten. Dieses Warenlager hier werden wir entsprechend für Leinen frei machen. Ich wollte ja eigentlich Papyrus auch einlagern lassen, allerdings weiß ich gar nicht, ob wir die Schreibschulen brauchen. Bauen wir mal Einbalsamierungshäuser. Da tauschen wir jetzt einfach die Arztpraxen aus. Wir bauen jetzt hier die Einbalsamierungshäuser. Ja, ich wollte die Geschirrproduktion noch etwas erhöhen. Wir bauen noch mal ein paar Tongruben. Und dann bauen wir noch mal ein paar Töpfereien. Ja, nach den vielen kriegerischen Aktivitäten, die wir haben, die ja jetzt Gott sei Dank wohl beendet sind, floriert unsere Stadt Kibet. Am großen Obelisken wird kräftig weitergearbeitet. Ja, und ich habe beschlossen, doch eine kleine Leinenproduktion zu starten. Wir werden hier 2 Flachsfelder anlegen und werden hier jetzt 2 Warenlager bauen. Eins für Leinen. Ja, und dieses hier natürlich für Flachs. Und dann bauen wir hier 3 Webereien. Das müsste reichen. Dieses Warenlager wird jetzt das Leinen wieder leeren. Und das ist dann tatsächlich für Papyrus entsprechend nur eingestellt. Wir beginnen nun mit der Weiterentwicklung unserer Stadt. Wir werden jetzt hier in den Basaren das Bier freigeben. Ja, und auch hier in unserer Altsiedlung. Ja, und wir werden jetzt sukzessiv unsere Stadtgebiete nach und nach weiterentwickeln. Hier könnten wir, glaube ich, noch eine Verschönerung durchführen. Ja, und der große Obelisk ist jetzt fertig. Wir haben jetzt alle Monumente entsprechend in unserer Stadt errichtet. Wir importieren jetzt das Papyrus. Ja, mittlerweile haben sich alle 3 Wohngebiete
voll entwickelt. Auch hier unsere Altsiedlung und wir haben die 7000 Einwohner erreicht. Ein Blick auf die Wertungen zeigt, dass wir alle Wertungen geschafft haben. Aber mit Erschrecken sehe ich, dass wir die Königreichswertung mit 85 bei Weitem noch nicht erreicht haben. Und wir kriegen keine Forderungen des Pharaos. Das Einzige, was uns hier jetzt hilft, sind Geschenke. Ja, das ist natürlich ärgerlich und das ist wahrscheinlich auch eine Besonderheit dieser Kampagne. Da müssen wir jetzt warten und jedes Jahr ein Geschenk dem Pharao senden und hoffen, dass wir dann die 85 Königreichswertung erreichen. Ja, ein neues Jahr hat begonnen. Wir haben 44, wir brauchen also 41 Punkte plus, um die Königreichswertung zu erzielen. Wir verschicken mal ein üppiges. Und dann sind wir auf 54 schon. Okay, das sind 10 Punkte. Okay, warten wir wieder ein Jahr ab und verschicken wieder ein üppiges Geschenk. Ja, nicht nur Geschenke verbessern die Königreichswertung, auch natürlich der Segen von Re. Und ich habe ihm erstmal ein Fest abgehalten. Und er hat auch unseren Ruf im Königreich etwas verbessert. Vielen Dank. Ja, wir sind mittlerweile auf 74 gekommen. Wir werden Re aber trotzdem nochmal ein Fest abhalten. Mal gucken, vielleicht schaffen wir noch mehr. In der Zwischenzeit haben wir aber die Möglichkeit, uns Kibet nochmal in Ruhe anzuschauen. Ja, hier haben wir unsere befestigte Altsiedlung mit jeder Menge Türme und natürlich unseren ersten Forts, die wir gebaut haben. Ja, mit Militärakademie und Drillplatz. Unsere kleine Insel, wo wir entsprechend Fischerei betreiben und unsere Kriegsflotte und Transportschiffe errichtet haben. Ja, hier unsere erste Siedlung mit den Goldminen und den Granitsteinbrüchen. Die 2 Kupferminen, die ich am Anfang errichtet habe, habe ich schon durch Goldminen wieder ersetzt. Wir haben hier den Tempelkomplex und im weiteren Verlauf hier unten haben wir die Produktionen von Waffen, Geschirr, Schmuck und Bier. Wir haben dann hier das 2. Wohngebiet und das 3. Wohngebiet gebaut und entwickeln lassen. Haben hier unser großes Unterhaltungszentrum. Wir produzieren hier Leinen und Edelsteine. Ja, ganz im Norden haben wir auch nochmal Kupfer- und Granitsteinbrüche, unseren Dynastiewohnsitz. Und hier 2 kleine Siedlungen, wo wir jeweils noch einen Kriegshafen gebaut haben. Wir feiern für Re nochmal ein Fest und hoffen nochmal auf einen Segen. Ja, und dann werden wir nochmal ein Geschenk verschicken. Und dann haben wir die Königreichswertung tatsächlich geschafft. Ja, Gott sei Dank haben wir nochmal einen Segen bekommen von Re, der unseren Ruf im Königreich erhöht. Und wir haben 79, uns fehlen noch 6 Punkte. Die anderen Wertungen haben wir alle erreicht und auch die Bevölkerungszahl ist weit über 7000. Wir versenden jetzt das letzte Geschenk an den Pharao, nochmal ein üppiges, und beenden damit diese Kampagne. 89 haben wir geschafft und die Mission erfolgreich abgeschlossen. Ihre unablässigen Bemühungen haben dem Königreich eine schöne, repräsentative neue Stadt geschenkt. Und dafür, dass Sie hungrige Bürger in Notzeiten versorgt haben, ist ganz Ägypten Ihnen zu Dank verpflichtet. Ihre bewundernswerten Bemühungen sollen reich belohnt werden. Ja, das war einer der schwierigsten und anspruchsvollsten Kampagnen, die ich bis jetzt gespielt habe. Und ich bin froh, dass wir uns einer neuen Aufgabe widmen können. Die nächste Kampagne bei Pharao ist Ititau. Bis dahin wünsche ich alles Gute. Tschüss, euer Dominus.